So eine ist das also. Steffi ist nicht so eine. Sie ist meine Freundin und ich erwarte, dass du das respektierst und dich dementsprechend benimmst. Wurde dir eine bessere Menschenkenntnis zugetraut. Die passt nicht zu uns. Woher willst du das wissen? Du bist ja bloß sauer, weil Nestor mich mag. Natürlich. Dann kannst du ihn mich doch reiten lassen. Bloß 1 oder 2 Runden. Na gut. Ja, wir haben ein Pferd zu verkaufen. Moment, ich gebe Ihnen meinen Verlobten. Guten Tag. Ja, Nestor ist noch zu haben. Wenn Sie möchten, können Sie ihn morgen gleich ansehen. Jackie, bleib stehen! Jackie! Jackie! Es tut mir schrecklich leid. Da sind Sie ja endlich. Entschuldigen Sie, Graf, dass Sie warten mussten. Hauptsache, Sie haben das Pferd gefunden. Nein, weder das Pferd noch der Stallburschen. Und ich habe ihm ausdrücklich gesagt, er soll das Pferd im Stall lassen. Aber wie es aussieht, er hat's vergessen und das Pferd auf die Weide gebracht. Also, Zustände sind das. Sie haben das Pferd doch nicht vielleicht zufällig schon verkauft? Schön wär's. Nein. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, bis das Pferd wieder da ist. Darf ich Sie bis dahin auf einen Espresso einladen? Hören Sie mal. Ich bin nicht hierher gekommen, um mit Ihnen ein Kaffeekränzchen zu veranstalten, sondern um ein Pferd zu kaufen. Da Sie aber offensichtlich nicht in der Lage sind, mir den Kaufgegenstand zu präsentieren und ich meine Zeit nicht gestohlen habe, werde ich wieder gehen. Guten Tag. Kathi, um Gottes Willen, was ist passiert? Nestor! Der Tierarzt. Welcher Tierarzt? Tierarzt, der Nestor untersucht. Was ist mit Nestor? Die Maler können erst loslegen, wenn die Installateure den Wasserschaden behoben haben. Und wann wird das sein? Er hat mir versprochen, dass er heute noch vorbeikommt. Also können die Maler gleich morgen früh loslegen und morgen Nachmittag wird ihr Zimmer wie neu aussehen. Ach, es ist ja nicht so, dass ich Ihnen kein neues Zimmer anbieten möchte. Aber es ist nun mal nicht frei. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann Ihnen mit dem Preis entgegenkommen. Das ist ja wohl das Mindeste. Noch ein Bier? Nein, danke. Was soll das denn jetzt? Oh Mann, so ein Mist! Ich sag dir, das war niemals der Wasserhahn von den Leitungen, die zur Pension führen. Was denn dann? Der Haupthahn. Quatsch. Kann mir einer von euch beiden vielleicht erklären, was das hier soll? Was habe ich dir gesagt? Du hast den Haupthahn zugedreht. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nur das Wasser von der Pension abstellen. Ist okay, ja? Hör mal, in Zukunft macht euren Scheiß alleine, okay? Tut mir leid. Das musst du Frank sagen, nicht mir. Momentan kommt aber auch wirklich alles zusammen. Sophie geht nach Amerika. In der Pension ist ein Wasserschaden und in ein paar Tagen haben sich 2 Redakteure eines Reiseführers angemeldet, die diesen Laden hier bewerten wollen. Naja, wenn du den beiden was Gutes zu essen und zu trinken gibst, dann kriegst du bestimmt auch 5 Sterne. Aber nicht mit Zimmer ohne fließend Wasser. Und Wasserflecken an den Wänden. Ich kann wirklich nur beten, dass bis dahin der Schaden behoben ist. Naja, dann verleihen sie dir vielleicht ein paar Gummistiefel. Und was das fließende Wasser angeht. Manche Dinge erledigen sich einfach von selbst. Jetzt sag doch auch mal was. Bitte, Kathi. Es tut mir leid. Es tut dir also leid, ja? Und du glaubst, damit ist es getan? Nein. Aber ich kann doch auch nichts dafür. Es war nun mal ein dummer Unfall. Von wegen. Wenn du nicht versucht hättest, über dieses beschissene Hindernis zu springen, dann würde Nestor jetzt noch leben. Aber der Sprung war doch gar nicht so hoch. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber du wolltest angeben, wie toll du reiten kannst. Ja, Mann, das kann ich normalerweise auch.
Und wenn dein Pferd wirklich so toll gewesen wäre, dann hätte es diesen Sprung auch schaffen müssen. Ach, jetzt bin also auch noch ich schuld, ja? Ich bin's jedenfalls nicht. Ich habe mit dem Tierarzt gesprochen. Der Beinbruch war tatsächlich so kompliziert, dass ihm keine andere Wahl blieb, als ihn zu... Naja, das war das Beste für Nestor. So hat er wenigstens nicht lange gelitten. Das ist alles meine Schuld. Niemand hat Schuld. Das war ein Unfall. Es hätte jedem passieren können. Trotzdem, wenn Jackie nicht erlaubt hätte, Nestor zu reiten, dann würde er jetzt noch leben. Du könntest ihn verkaufen und Charlie dieses Geld zurückgeben. Tja, wenn. Aber es ist nun mal passiert. Naja, wenn Charlie morgen heiratet, dann will sie ihr Geld vielleicht nicht zurückhaben. Hoffentlich hast du recht. Mann, nicht alle. Also schlimm wird's nicht sein, hm? Ach, hast du eine Ahnung? Erst hat uns der Trainer ein knallhartes Intervalltraining machen lassen. Und dann haben wir noch eine Stunde voll durchgespielt. Ich denke, ihr habt am Wochenende ein wichtiges Spiel. Ja, haben wir auch. Und da lässt euch euer Trainer bis zum Umfallen trainieren? So eine komische Spielvorbereitung. Ja, nun lass es mal gut sein, nicht? Komm, iss jetzt mal was. Danke, Oma, aber ich bin mit Steffi verabredet. Wir gehen zusammen ins Kino. Also, um mit seiner Familie in Ruhe zu Abend zu essen. So viel Zeit müsste eigentlich sein. Aber selbst im Hotel, da gibt's irgendwelche Regeln, die von allen eingehalten werden müssen. Aber was rede ich denn? Ich rede mir ja bloß den Mund fusselig. Seitdem du mit dieser Steffi zusammen bist, kann man sich ja mit dir nicht mehr normal unterhalten. Kein Wunder, wenn du dauernd rumstänkerst. Ich bin immerhin dein Vater und ich werde dich ja mal kritisieren dürfen. Wenn wir schon mal dabei sind, wirst du denn am Wochenende spielen oder sitzt du wieder auf der Reservebank? Der Trainer hat sich noch nicht festgelegt. Das hätte er aber längst, wenn du wegen dieser frechen Göre dein Training nicht ständig vernachlässigen würdest. Ach, es hat ja doch keinen Zweck, mit dir darüber zu diskutieren. Ciao, Oma. Tschüss, mein Junge. Musste das denn nun sein? Ja. Muss ihm ja mal jemand sagen, wo es lang geht. Das können Sie nicht machen. Probleme? Ich will die Versicherung nicht zahlen. Doch, das schon. Aber die Maler haben mir gerade eben abgesagt. Oh. Und wenn du dir andere Anstreicher besorgst? Erstmal welche finden. Die meisten machen momentan Ferien und die arbeiten, sind heillos überlastet. Apropos arbeiten, wie weit sind die Klempner? Ach, noch eine Runde und der Schaden ist behoben. Ah, wenigstens klappt das. Mal angenommen, du findest keinen Maler, der Zeit hat. Was passiert dann mit den Typen, die diese Sterne verteilen? Entweder ich zeige ihnen die Zimmer und den Flur so, wie sie sind, oder ich schicke sie gleich wieder heim. Das Ergebnis ist das gleiche. Du guckst in die Röhre. Und wenn wir uns drum kümmern? Das ist lieb von dir, aber was könnt ihr schon groß bewirken? Also ich bin venezolanischer Meister im Tapezieren. Und ich habe mal in einer Nacht eine ganze Hauswand mit Graffiti bemalt. Dann kann ich mir richtig vorstellen, wie das hinterher aussieht. Besser als vorher auf jeden Fall. 100 Pro. Nee, Jungs. Da müssen echte Handwerker ran. Hey, was die können, können wir schon lange, stimmt's? Stimmt. Das ist für mich. Steffi ist mit Nick fürs Kino verabredet. Verstehe. Meine Tochter ernährt sich also heute nur von Luft und Liebe. Und? Hast du dir schon überlegt, welchen Film wir uns anschauen? Egal, Hauptsache bunte Bilder, die sich bewegen. Alles klar? Bestimmt. Ja, ich hab nichts. Also gut, das Training war ätzend und anschließend ist mir auch noch mein Vater auf den Keks gegangen. Meinetwegen. Stimmt's? Nein, wegen dem Spiel am Wochenende. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Hi. Hi. Und wie war dein Tag? Gut. Das heißt aber nicht, dass er nicht noch besser werden kann. Wir sind dann weg. Nicht so schnell. Na, Nick? Guten Abend. Hier. Für Kino und Pizza nachher. Ach, danke. Aber wie komme ich dann zu der Ehre?
Ja, ich weiß halt, dass man nicht nur von Luft und Liebe leben kann. Tschüss. Von Marcel Lichtenstein, einem Maler, der bei mir ausstellt. Mal sehen, was er schreibt. Liebe Charlie, die Vorstellung, dass du nun einen anderen inspirierst, macht mich traurig. Trotzdem wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass dein Eheleben genauso farbenreich wird wie meine Bilder. In Liebe, dein Marcel. Ist das nicht hinreißend? Ach, Robertino, ich bin so glücklich. Es ist wirklich der schönste Tag in meinem Leben. In meinem auch. Oh, das klingt aber gar nicht überzeugend. Es ist so, wie ich sage. Robertino, wenn man dich so sieht, könnte man denken, du gehst auf deine Beerdigung und nicht auf deine Hochzeit. Charlie, cara mia, was redest du denn da? Ich bin nur ein bisschen nervös. Oh, warum das denn? Schließlich heiratest du nicht zum ersten Mal. Ja, schon. Aber ich war noch nie so verliebt. Stimmt das? Oder sagst du das jetzt nur so? Überzeugt? Oh, nicht aufhören. Und was wird aus unserer Hochzeit? Ach, du lieber Schreck. Wir müssen ja in 3 Stunden auf dem Standesamt sein. Ja, und die muss mich noch umziehen. Ich muss nach Friedenau. Ich dachte, Clarissa kümmert sich dort um alles. Ja, aber ich muss zumindest mal nach dem Rechten sehen. Ich kann sie ja nicht alles alleine machen lassen. Schon großzügig genug, dass sie uns das Schloss überlässt, hm? Du meinst? Ich kann ja verstehen, dass dir unsere Trennung schwerfällt. Aber es ist ja nur kurz. Und danach lasse ich dich nie wieder allein. Ich hol dich dann nach Friedenau ab. Ich warte auf dich. Ciao. Also ich will ja nichts sagen, aber wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen wollen, ist mir echt ein Rätsel. Ach was, das schaffen wir schon. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Mach dir mal nicht ins Hemd. So ein bisschen malen und Tapete an die Wand nageln kann doch so schwer nicht sein. Nageln? Es war ein Joke. Außerdem können wir Cleo jetzt nicht hängen lassen, wo wir versprochen haben, dass wir das hier machen. Du meinst wohl, wo du sie so leicht um den Finger gewickelt hast. Und dabei einen spitzen Lohn für uns beide ausgehandelt habe. Oder willst du das Geld doch den sogenannten Profis überlassen? Bin ich bescheuert? Na also, dann überleg dir lieber mal, wie wir diesen Flur hier gestalten, anstatt ständig rumzunageln. Warum malen wir den Flur nicht einfach weiß? Weil das stinklangweilig ist. Und langweilige Pensionen kommen bestimmt nicht in den Pensionsführer. Dann also bunt. Wie wär's damit? Oh Gott. Das grenzt ja an Geschmacksverirrung. Bereits bei den Indios dienten Wandbilder nicht nur der Übermittlung von Botschaften, sondern erfüllten auch einen dekorativen Zweck. Vergiss es. Ja, wir machen einen besseren Vorschlag. Graffiti. Das ist cool. Das hier ist ein Flur und keine U-Bahn-Station. Aber dein Indio-Zeugs, das bringt's natürlich. Okay, folgender Vorschlag. Jeder von uns bekommt eine Seite der Wand, an der er machen kann, was er will. Ist das fair? Ja, abgemacht. Ich habe gerade mit deinem Trainer gesprochen. Ach, jetzt spionierst du mir schon hinterher, ja? Quatsch. Er hat angerufen, um dir mitzuteilen, dass du am Wochenende erst in der zweiten Halbzeit eingesetzt wirst. Und da sind wir so ins Reden gekommen. Über mich nehme ich an. Er hat angedeutet, dass deine Leistungen in der letzten Zeit nachgelassen haben. Das wäre nicht weiter schlimm. Du gehörst immer noch zu den Besten, aber er denkt, dass du einfach mehr Potenzial hast. Tja, da könnte er sogar recht haben. Warum reißt du dich nicht einfach mal zusammen? Oder willst du dein ganzes Leben lang nur eine Halbzeit auf dem Platz stehen? Wer wollte denn mit allen Mitteln verhindern, dass ich bei der Eintracht unterschreibe, weil die mich angeblich bloß verheizen wollen? Naja, aber nun hast du unterschrieben und jetzt musst du auch dein Bestes geben. Toll. Also noch mehr Training und noch weniger Freizeit. Man kriegt im Leben nichts geschenkt. Tolles Leben, wenn man dauernd nur ackern muss. Nee, danke, da spiele ich lieber nur eine Halbzeit und hab noch ein bisschen Spaß, wirklich. Ist das dein Ernst? Ja, und ob? Mensch, Nick, ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Was hättest du früher alles angestellt, nur um trainieren zu können? Aber seitdem du mit dieser Steffi zusammen bist... Hab ich begriffen, dass Fußball nicht alles im Leben ist? Am Anfang hatte ich auch nichts davon gehalten, Ramon und Frank die Arbeit zu überlassen. Aber mittlerweile bin ich echt froh.
Noch dazu, wo du keine Firma gefunden hast, die das so schnell gemacht hätte. Doch, eine habe ich aufgetan. Und wieso hast du die nicht genommen? Weil ich für den gleichen Preis mal eben die Pension auf und dann wieder abbauen hätte können. Ich glaube, das musst du so oder so machen. Hi, kann ich was zu trinken haben? Aus reiner Neugierde, aber diese ganzen bunten Farbspritze auf deinem Kittel, sind die alle heute draufgekommen? Klar, wann denn sonst? Ich habe gerade noch gesagt, ich war froh, dass ich euch die Arbeit überlassen habe. Jetzt besser wissen Sie. Halt mal den Pinsel flach. Ramon und ich liefern 1A Arbeit ab, nicht? Okay, das will ich mit eigenen Augen sehen. Wir sind noch nicht fertig. Egal. Aber du kannst da jetzt nicht rauf. Warum? Weil da oben sieht's aus wie auf einer Baustelle. Alles ist abgehangen. Du kannst eh kaum was erkennen. Und das Ganze wirkt erst richtig gut, wenn die Farben richtig trocken sind. Okay. Aber ich sehe es mir später an. Ja. Okay, kann ich jetzt was zu trinken haben? Und? Gefällt es dir? Es ist traumhaft. Danke, vielen, vielen Dank. Ist doch nicht der Rede wert. Was sagt eigentlich Tanja dazu, dass ich in ihren Räumlichkeiten feiere? Nichts. Sie weiß nämlich nichts davon. Aber sie wird es doch bestimmt irgendwann erfahren. Ja, na und? Sie soll doch dankbar sein, dass ich mich in ihrer Abwesenheit um das Anwesen kümmere. So. Und jetzt lass uns von was anderem reden. Du musst doch schon schrecklich aufgeregt sein. Und wie? Dagegen hilft nur eins. Ein Gläschen Champagner. Aber ich hatte doch gerade eines. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Oder hast du Angst, dass du im Champagnerrausch dem Falschen das Ja-Wort gibst? Ganz bestimmt nicht. Roberto ist nämlich unverwechselbar. Ja, ja. Auf seine Art ist er schon was ganz Besonderes. Jedenfalls kenne ich niemanden, der anderen so geschickt das Geld aus der Tasche zieht. Von mir mal abgesehen. Ist was? Nö. Wollte mal fragen, ob du fertig bist. Bin ich. Prima. Dann kann ich euer Meisterwerk ja in der Vollendung betrachten. Stimmt. Okay, auf was wartet ihr noch? Du zuerst. Nö. Wieso ich? Mach du doch. Na, weil das Beste immer zum Schluss kommt. Ja, eben. Außerdem kommt der Frank Lewinsky im Alphabet ja vor Ramon Sonntag. Also, du bist der Erste. Komm. Okay. Du hast es ja nicht anders haben wollen. Es hat ihr die Sprache verschlagen. Da wird sie bei meiner Arbeit aber tot umfallen. Vor Glück versteht sie. Bitte verzeiht mir, aber ich kann einfach nicht mehr zurück. Und? Eigentlich gefällt es mir überhaupt nicht mehr. Am besten, du wirfst es gleich in den Müll. Ja, Mutter. Oma, weißt du, wo mein neues Sweatshirt ist? Wenn du deinen neuen Pullover meinst, der liegt frisch gewaschen und gebügelt im Schrank. Danke. Bist ein Schatz. Wenn das sein Modepüppchen später für ihn nicht wäscht und bügelt? Und wenn schon, dann macht das eben selber oder bringt die Sachen in die Reinigung. Und wenn du dich nicht sofort mit ihm verträgst, wirst du das in Zukunft auch machen müssen. Das ist Erpressung. Tja, und wenn schon. Einer muss ja den Anfang machen. Na, Also mach meinetwegen. los, ja. Bist du nachher zum Training? Ja, siehst du doch. Was ich dich noch fragen wollte, die Karten für das Länderspiel, hast du die schon organisiert? Hab ich vergessen. Ja, aber du besorgst sie doch immer. Oh Mann, jetzt lass mich doch mit den Scheißkarten in Ruhe. Wenn du so scharf drauf bist, dann kümmere dich selbst drum. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Ich dachte, ihr wolltet mir helfen.
Stattdessen fabriziert ihr so einen Scheiß! Jetzt halt aber mal den Ball flach. Schließlich haben wir den ganzen Tag daran gearbeitet. Und so schlecht ist es gar nicht. Außerdem verleiht es der Pension ein gewisses Flair. Ich brauche kein Flair. Ich brauche Raufaser mit weißer Farbe drauf. Das ist ja noch ätzender als die Umbaupläne von Fionas Kneipe, an die du dich auch nicht gehalten hast. Aber ich hatte einen Profi an der Hand, der mir ein besseres Konzept vorgeschlagen hat. Ja, und nicht sowas. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll. Das war das letzte Mal, dass ich dir bei irgendwas geholfen habe. Und was wird jetzt damit? Frag doch deine Fachleute. Scheiße! Oh, wie schön, dass du doch noch kommen konntest. Im Gegensatz zu deinem Bräutigam. Keine Sorge, Roberto wird gleich hier sein. Vielleicht ist er ja gleich zum Standesamt gefahren. Unsinn. Oder zum Flughafen? Wenn Roberto sagt, dass er mich hier abholt, holt er mich hier ab. Ah, das muss er sein. Na, das wurde aber auch Zeit. Geh ruhig vor, ich muss noch bezahlen. Ja, aber beeil dich. Ja, ja. Wie kann man nur so stur sein? Ist wohl erblich bedingt. Ja, aber dein Vater weiß wenigstens, wann man nachgeben muss. Oder warum denkst du, hat er dich nach den Karten gefragt? Na, weil er scharf auf das Spiel ist. Also das Spiel kann er sich auch im Fernsehen ansehen. Ja, dann verstehe ich nicht, warum er so einen Aufstand macht. Weil es ihm wichtig ist, dass er was zusammen unternimmt. Naja, sich so seine Art zu zeigen, dass er stolz auf dich ist. Und dich liebt. Wenn er mich so sehr liebt, warum hackt er dann dauernd auf mir rum? Weil er sich Sorgen macht, dass du wegen Steffi deinen Sport vernachlässigst. Na, du weißt doch selbst, wie sehr er sich wünscht, dass ihr beide was aus eurem Leben macht, damit ihr es einmal besser habt als er. Ja, deshalb muss er aber nicht ständig meine Freundin schlecht machen. Ist ihm nur so rausgerutscht. Das passiert ihm aber ziemlich oft in letzter Zeit. Naja, zugegeben. Aber lass ihm doch bitte etwas Zeit. Er muss sich doch erst an den Gedanken gewöhnen, dass da noch jemand in deinem Leben ist, der dir was bedeutet. Und? Wie sehe ich aus? Alles in Ordnung? Tja, gute Frage. Roberto! Ach, du bist es. Hallo. Wartet dein Vater unten? Er wollte eigentlich nur das Taxi bezahlen. Anscheinend hat er sich's anders überlegt. Er ist wieder ins Taxi gestiegen. Oh, Clarissa, mir ist jetzt nicht nach Scherzen zumute. Und jetzt fährt er weg. Das kann nicht sein, du musst dich irren. Weg ist er. Oh, und es sieht nicht danach aus, als ob er nur die Ringe vergessen hat.